Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine typische deutsche Konversation. Wie geht's? Ach, geht so. Oder, naja, könnte schlimmer sein. Oder, der Klassiker, es wird schon schief gehen. In Deutschland gibt es ein Wort, das die ganze Welt kennt. Ein Wort, das so typisch deutsch ist, dass es in viele andere Sprachen übernommen wurde. Weltschmerz. Der Schmerz über den Zustand der Welt. Heute fragen wir, stimmt das Stereotyp? Sind Deutsche wirklich pessimistischer als andere? Und wenn ja, warum? Plus 20 Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's. Thomas, bist du pessimistisch? Ich würde sagen, ich bin Realist. Aber meine amerikanischen Freunde nennen mich pessimistisch. Meine deutschen Freunde nennen mich naiv, wenn ich zu optimistisch bin. Das sagt vielleicht alles. Das beschreibt das Phänomen gut. In internationalen Studien zur Lebenszufriedenheit und Zukunftserwartung schneiden Deutsche regelmäßig schlechter ab, als ihr Lebensstandard erwarten lassen würde. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Und trotzdem sorgen sich die Menschen enorm. Der Ipsos Wellbeing Index zeigt, Deutsche sind deutlich pessimistischer als Vergleichsländer mit ähnlichem Wohlstandsniveau, etwa die Niederlande, Dänemark oder Kanada. Und das, obwohl objektive Lebensqualität, Gesundheitssystem und Infrastruktur hervorragend sind. Das klingt paradox. Aber es gibt einen Namen dafür. Das Zufriedenheitsparadox. Man hat viel und ist trotzdem nicht zufrieden. Man erwartet mehr, fürchtet den Verlust des Erreichten, sieht die Risiken klarer als die Chancen. Es gibt sogar ein deutsches Phänomen namens German Angst, international bekannt als die spezifisch deutsche Sorge um Sicherheit, Stabilität und mögliche Katastrophen. Atomkraft, Klimawandel, Wirtschaftskrise. Deutsche sorgen sich früh, gründlich und ausdauernd. Und das Interessante, diese Angst ist nicht irrational. Sie ist oft informiert, das Ergebnis von Gründlichkeit, von tiefem Nachdenken über Konsequenzen. Was andere Kulturen als Pessimismus sehen, ist aus deutscher Perspektive oft schlicht: Realismus. Das ist der Kern der heutigen Folge. Ist der deutsche Pessimismus wirklich Pessimismus? Oder ist er eine andere Form des Denkens? Vorausschauend, kritisch, vorsichtig. Die deutsche Sprache hat außergewöhnlich viele Wörter für negative Emotionen und düstere Weltanschauungen. Das ist kein Zufall. Fangen wir mit dem bekanntesten an: Weltschmerz. Das Wort wurde im frühen 19. Jahrhundert vom deutschen Dichter Jean Paul geprägt. Es beschreibt einen tiefen Schmerz über den Zustand der Welt. Die Diskrepanz zwischen der Welt, wie sie ist, und wie sie sein sollte. Weltschmerz ist kein einfacher Pessimismus. Es ist ein philosophischer Schmerz, das Leiden des sensiblen, denkenden Menschen an der Unvollkommenheit der Realität. Romantische Dichter wie Heinrich Heine und Lord Byron litten daran. Es ist fast eine Tugend des Intellektuellen. Dann gibt es Schadenfreude. Die Freude über das Unglück anderer. Auch ein deutsches Exportwort. Es zeigt, Deutsche haben eine nuancierte Beziehung zu Emotionen rund um Schaden und Schmerz. Dann Torschlusspanik. Die Panik, dass sich die Chancen schließen, bevor man sie nutzen konnte. Midlife Crisis auf Deutsch. Sehr treffend. Und natürlich das Jammertal. Ursprünglich ein religiöser Begriff, die Welt als Jammertal, als Ort des Leidens, den man durchqueren muss, um ins Paradies zu gelangen. Im modernen Sprachgebrauch das Leben als grundsätzlich mühsam und schwierig. Diese Wörter sind nicht zufällig entstanden. Sie spiegeln eine Weltsicht, eine, die das Schwierige, das Gefährliche, das Vergängliche ernst nimmt. Eine, die lieber zu viel warnt als zu wenig. Warum denken Deutsche so? Gibt es historische Erklärungen? Viele. Deutschland ist ein Land mit einer außergewöhnlich traumatischen Geschichte im 20. Jahrhundert. 2 Weltkriege, Holocaust, Hyperinflation, Teilung, Kalter Krieg, Wiedervereinigung. Das sind Erschütterungen, die sich in das kollektive Gedächtnis einschreiben. Die Hyperinflation von 1923 hat das Vertrauen in wirtschaftliche Stabilität nachhaltig erschüttert. Seitdem sind Deutsche im internationalen Vergleich besonders sparsam, besonders risikoscheu und besonders misstrauisch gegenüber Inflation.
Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust haben eine moralische Last hinterlassen, die bis heute spürbar ist. Das Bewusstsein, wozu Menschen fähig sind, was Nationalismus, Propaganda und Mitläufertum anrichten können, macht Deutsche vorsichtig gegenüber Enthusiasmus, gegenüber Flaggenschwenken, gegenüber zu viel kollektiver Begeisterung. Das erklärt einen interessanten Aspekt. In Deutschland ist übertriebener Optimismus verdächtig. Wer zu enthusiastisch ist, zu optimistisch, zu laut, der gilt schnell als naiv oder sogar als gefährlich. Skepsis ist eine Schutzreaktion. Und dann gibt es die protestantische Tradition. Wir haben das schon in anderen Folgen angesprochen. In protestantischen Kulturen ist Selbstzufriedenheit eine Sünde. Man hat immer noch mehr zu tun, mehr zu verbessern, mehr zu leisten. Das Gute ist nie gut genug. Das führt zu einer interessanten psychologischen Dynamik. Selbst wenn es gut läuft, spricht man nicht zu laut darüber. Man klopft nicht auf Holz, man jubelt nicht zu früh. Denn das Schicksal könnte es hören. Ausdruck 1. Der Weltschmerz. Bedeutung: ein tiefer Schmerz über den Zustand der Welt. Die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit. Beispiel 1. Weltschmerz ist mehr als Pessimismus. Es ist ein philosophisches Leiden am Zustand der Dinge. Beispiel 2. Das Wort Weltschmerz wurde weltweit übernommen. Es beschreibt etwas, wofür andere Sprachen kein Wort haben. Ausdruck 2. Pessimistisch. Bedeutung: zur Erwartung des Schlimmsten neigend, die negativen Aspekte einer Situation betonend. Beispiel 1. Deutsche gelten international als pessimistischer, als ihr hoher Lebensstandard erwarten lässt. Beispiel 2. Pessimistisch zu denken schützt vor Enttäuschung, aber es verhindert auch Chancen. Ausdruck 3. Die Skepsis. Bedeutung: eine kritisch zurückhaltende Haltung gegenüber Behauptungen, Versprechen oder Enthusiasmus. Beispiel 1. Deutsche begegnen politischen Versprechen mit tiefer Skepsis, historisch durchaus begründet. Beispiel 2. Skepsis ist nicht dasselbe wie Zynismus. Sie ist die Bereitschaft, genau hinzuschauen. Ausdruck 4. Die Torschlusspanik. Bedeutung: die Angst, wichtige Chancen oder Lebensphasen zu verpassen, bevor es zu spät ist. Beispiel 1. Torschlusspanik trifft viele Menschen Anfang 40, wenn sie das Gefühl haben, Zeit läuft ab. Beispiel 2. Der Begriff Torschlusspanik stammt aus dem Mittelalter. Wenn die Stadttore schlossen, war man draußen. Ausdruck 5. Die Schadenfreude. Bedeutung: die Freude, die man beim Unglück oder Scheitern anderer empfindet. Beispiel 1. Schadenfreude ist ein universelles Gefühl, aber das Deutsche hat als einzige Sprache ein Wort dafür. Beispiel 2. Schadenfreude zuzugeben gilt als moralisch fragwürdig, aber fast jeder kennt das Gefühl. Ausdruck 6. Das Jammertal. Bedeutung: die Welt als Ort des Leidens und der Mühsal, das Leben als grundsätzlich schwierig. Beispiel 1. Im religiösen Sinne ist das Jammertal die irdische Welt, die man leidend durchquert. Beispiel 2. Im modernen Sprachgebrauch nennt man jemanden einen Jammerer, wenn er übertrieben klagt. Ausdruck 7. Die Sorge. Bedeutung: ein anhaltender Gedanke an mögliche negative Ereignisse oder Gefahren. Beispiel 1. Deutsche machen sich Sorgen über Dinge, die andere Kulturen kaum beachten würden. Beispiel 2. Sorge kann produktiv sein. Sie motiviert zur Vorsorge und zur Risikovermeidung. Ausdruck 8. Die German Angst. Bedeutung: eine spezifisch deutsche Form der kollektiven Sorge um Sicherheit und mögliche Katastrophen. Beispiel 1. German Angst beschreibt die deutsche Tendenz, Risiken früh, gründlich und intensiv zu thematisieren. Beispiel 2. Ob Atomkraft, Datenschutz oder KI, die German Angst macht Deutschland oft zum frühen Warner. Ausdruck 9. Das Kollektivgedächtnis. Bedeutung: die gemeinsam geteilten historischen Erfahrungen und Erinnerungen einer Gesellschaft. Beispiel 1. Das deutsche Kollektivgedächtnis ist stark von den Traumata des 20. Jahrhunderts geprägt. Beispiel 2.
Kollektivgedächtnis formt Werte, Ängste und Verhaltensweisen, oft über Generationen hinweg. Ausdruck 10. Die Risikoscheu. Bedeutung: eine ausgeprägte Neigung, Risiken zu vermeiden und auf Sicherheit zu setzen. Beispiel 1. Deutsche Risikoscheu zeigt sich in niedrigen Aktienquoten und hohen Versicherungsabschlüssen. Beispiel 2. Risikoscheu ist nicht Feigheit. Sie ist oft das Ergebnis historischer Erfahrungen mit Verlusten. Ausdruck 11. Lamentieren. Bedeutung: anhaltend und ausdrucksstark über Schwierigkeiten klagen und jammern. Beispiel 1. Deutsche lamentieren gerne über das Wetter, die Politik und den Zustand der Infrastruktur. Beispiel 2. Zu lamentieren hilft selten, aber es schafft soziale Verbindung durch gemeinsame Unzufriedenheit. Ausdruck 12. Die Zerrissenheit. Bedeutung: ein innerer Zustand der Gespaltenheit und des Widerspruchs. Emotionale Unruhe. Beispiel 1. Deutsche Romantiker beschrieben die Zerrissenheit als Grundzustand des modernen Menschen. Beispiel 2. Zerrissenheit zwischen Pflicht und Wunsch. Tradition und Moderne ist ein deutsches Kernthema. Ausdruck 13. Düster. Bedeutung: dunkel, bedrohlich und von wenig Hoffnung geprägt. Pessimistisch in der Stimmung. Beispiel 1. Deutsche Literatur und Musik tendieren zu düsteren Themen: Tod, Verlust, Vergänglichkeit. Beispiel 2. Eine düstere Prognose ist in Deutschland oft glaubwürdiger als eine optimistische. Ausdruck 14. Die Vergänglichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft aller Dinge, letztlich zu vergehen und nicht dauerhaft zu bestehen. Beispiel 1. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit durchzieht die deutsche Literatur von Goethe bis heute. Beispiel 2. Sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, gilt in Deutschland als Zeichen von Reife. Ausdruck 15. Grübeln. Bedeutung: intensiv und ausdauernd über Probleme, Sorgen oder Unsicherheiten nachdenken. Beispiel 1. Deutsche grübeln. Über Entscheidungen, über die Zukunft, über das, was hätte sein können. Beispiel 2. Grübeln kann zu Einsichten führen, aber auch in Lähmung und Depression münden. Ausdruck 16. Die Nörgelei. Bedeutung: das anhaltende Kritisieren und Bemängeln von Dingen, ohne konstruktive Lösungen anzubieten. Beispiel 1. Nörgelei über die Bahn, das Wetter oder die Regierung ist ein deutsches Nationalerlebnis. Beispiel 2. Nörgelei verbindet, gemeinsame Unzufriedenheit schafft Gemeinschaft, auch unter Fremden. Ausdruck 17. Das Zufriedenheitsparadox. Bedeutung: das Phänomen, trotz hohem objektiven Wohlstand, subjektiv wenig zufrieden zu sein. Beispiel 1. Deutschland leidet am Zufriedenheitsparadox, reich, aber nicht glücklich. Beispiel 2. Das Zufriedenheitsparadox zeigt: Wohlstand allein macht nicht zufrieden, Sinn und Verbindung tun es. Ausdruck 18. Vorausschauend. Bedeutung: zukünftige Entwicklungen im Voraus, bedenkend und entsprechend handelnd. Beispiel 1. Vorausschauendes Denken ist die produktive Seite des deutschen Pessimismus. Beispiel 2. Wer vorausschauend plant, ist besser auf Krisen vorbereitet, auch wenn er manchmal übervorsichtig wirkt. Ausdruck 19. Die Weltanschauung. Bedeutung: die grundlegende, umfassende Sicht auf die Welt, den Menschen und den Sinn des Lebens. Beispiel 1. Die pessimistische Weltanschauung mancher Deutschen wurzelt tief in Geschichte und Philosophie. Beispiel 2. Verschiedene Weltanschauungen führen zu verschiedenen Reaktionen auf dieselben Ereignisse. Ausdruck 20. Der Realismus. Bedeutung: eine Haltung, die Dinge so betrachtet, wie sie tatsächlich sind, ohne Idealisierung oder Beschönigung. Beispiel 1. Was andere als Pessimismus bezeichnen, sehen viele Deutsche als schlichten Realismus. Beispiel 2. Realismus ist keine Resignation, er ist die Basis für effektives und nüchternes Handeln. Im zweiten Teil: Ist Pessimismus wirklich schlecht? Was sagt die Forschung?
Und warum könnte die deutsche Art zu denken sogar ein Vorteil sein? Die Psychologie hat eine überraschende Entdeckung gemacht. Defensiver Pessimismus kann sehr effektiv sein. Wer das Schlimmste erwartet und sich darauf vorbereitet, ist oft besser aufgestellt als der naive Optimist. Die Psychologin Julie Norem hat das gut beschrieben. Defensive Pessimisten nutzen ihre Angst produktiv. Sie denken alle möglichen negativen Szenarien durch und bereiten sich darauf vor. Das reduziert Angst und erhöht tatsächlich die Leistung. Das klingt nach Deutschland. Die deutschen Ingenieure, die jedes mögliche Versagen eines Produkts durchdenken. Die deutschen Planer, die Notfallszenarien für Notfallszenarien erstellen. Das ist keine Neurose. Das ist Methode. Und es funktioniert. Deutsche Qualität, deutsche Ingenieurskunst, deutsche Präzision. Sie sind das direkte Ergebnis dieser pessimistischen Grundhaltung. Was kann schiefgehen? Und wie verhindert man es? Aber es gibt eine Grenze. Wenn Pessimismus zur Lähmung wird, wenn man nicht mehr handelt, weil man sowieso erwartet, dass es schief geht, dann wird er destruktiv. Deutschland kämpft mit diesem Problem in der Wirtschaftspolitik. Zu viel Angst vor Risiken hat Deutschland bei wichtigen Zukunftsinvestitionen, Digitalisierung, Start-ups, Risikokapital zurückgehalten. Der amerikanische oder israelische Mut zum Scheitern fehlt oft. Im Silicon Valley gilt Scheitern als Lernschritt. In Deutschland gilt es oft noch als Makel. Das hat Konsequenzen für Innovation und Unternehmertum. Die Frage ist also nicht Pessimismus oder Optimismus. Die Frage ist, wie nutzt man die Vorsicht, das Vorausdenken, den kritischen Blick, ohne in Lähmung oder Verbitterung zu verfallen? Zum Abschluss eine überraschende Frage. Gibt es auch ein optimistisches Deutschland? Ja, aber man muss suchen. Bei Kindern, die noch nicht von der Geschichte belastet sind. Bei Start-up-Gründern in Berlin, die bewusst amerikanische Risikokultur importieren. Bei Deutschen, die im Ausland gelebt haben und neue Perspektiven mitgebracht haben. Und interessanterweise im Sport. Wenn die Nationalmannschaft spielt, verschwindet der Pessimismus für einen Moment. Da ist kollektive Begeisterung, Stolz, Hoffnung. Vielleicht ist der deutsche Pessimismus kein Naturgesetz, sondern eine kulturelle Prägung, die sich verändern kann. Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft heute. Pessimismus und Optimismus sind keine stabilen Charaktereigenschaften. Sie sind Gewohnheiten des Denkens. Und Gewohnheiten, das haben wir in anderen Folgen gelernt, kann man verändern. Ach, könnte sein. Aber es wird wohl schiefgehen. Thomas, Das war ein Witz. Das war unsere Folge über den deutschen Pessimismus, Weltschmerz, Jammertal und die deutsche Seele. wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Weltschmerz und Schadenfreude über Torschlusspanik und Risikoscheu bis hin zu Nörgelei und Realismus. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Seid ihr eher pessimistisch oder optimistisch? Und habt ihr Deutsche als pessimistisch erlebt? Oder war das ein Vorurteil? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bleibt vorsichtig optimistisch. Tschüss!